Hallo ihr Lieben, willkommen bei So halt und es freut mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe heute ein Werbung versus Reality Video für euch und zwar habe ich bei dem Online-Shop Shein bestellt. Das ist ein Laden, der aus China liefert. Das heißt, es ist billige Mode. Also was heißt billig? Es ist halt günstiger. Billig ist es vielleicht nicht. Lassen wir uns überraschen. Beziehungsweise ich habe natürlich die Produkte schon ein bisschen angeschaut und manche gefallen mir wirklich gut. Aber es war für mich jetzt auch ein bisschen so ein Test, so was taugt dieser Online-Shop, weil ich jetzt bei mehreren in YouTube schon gesehen habe, dass sie da bestellen und total zufrieden sind, dass sie die Produkte kostenlos auch wieder zurückschicken können. Und das hat mich wirklich verwirrt, weil das kannte ich so noch nicht. Ich kannte es bisher immer, wenn man bei so einem China-Laden bestellt, dann friss oder stirb, weil zurückschicken war dann immer teurer, als das Ganze überhaupt Wert hatte oder als man überhaupt insgesamt bezahlt hat. Deshalb habe ich jetzt Shein ausprobiert, werde euch jetzt immer die Klamotten angezogen zeigen und aber auch, wie sie in der Werbung aussehen, werde ich euch einblenden. Ich muss dazu auf mein Handy spicken, dass ich auch immer das beurteilen kann, wenn ich jetzt die Sachen live sehe und dann, wie sie nochmal in der Werbung aussehen. Die Lieferung hat 8 Tage gedauert, was ich echt voll schnell finde, weil ich habe schon bei diversen anderen Online-Shops bestellt. Ich verlinke dir auch hier oben mal was. Ein anderes Video, da habe ich schon mal andere Shops getestet. Da dauert es wirklich um einiges länger. Und hier 8 Tage und ich habe das jetzt gerade nochmal gecheckt. Es war kein Expressversand, also es war einfach nur der normale Standardversand, der halt einfach Standard dabei ist, weil ich wollte da auch jetzt nicht extra nochmal 20 oder 30 Euro Express zahlen und habe mir gedacht, ich lasse es einfach drauf ankommen. Dann kann man auswählen, ob man kostenlosen Rückversand haben möchte. Also das muss man dann wirklich auswählen und es kostet 1,99 Euro. Wenn man das hat, dann kann man kostenlos die Sachen auch wieder zurückschicken. Das ist überhaupt kein Stress. Was sie allerdings nicht zurücknehmen, sind Unterwäsche und noch irgendwelche anderen Accessoires. Das weiß ich jetzt gerade nicht auswendig, aber normale Klamotten und Schuhe ist kein Problem. Dann habe ich mir natürlich ein paar YouTube-Videos dazu angeschaut und habe bei Farina reingeschaut und die hatte einen Gutscheincode Farina20. Den habe ich verwendet und der ging auch noch, obwohl das Video echt schon ein bisschen älter war und habe mir damit glatt 27 Euro gespart. Also danke nochmal Farina für den Gutscheincode. Versand kostet tatsächlich 0 Euro, wenn man über so einen gewissen Grenzbetrag kommt. Ich weiß jetzt nicht mal, ob das 50 Euro waren oder 100 Euro. Da war ich auf jeden Fall über beides drüber. Also wenn man da drüber kommt, dann kriegt man kostenlosen Versand und eben nur diese 1,99 Rückversandgebühr. Voll super. Dann mein erstes Teil ist ein texturiertes 2 in 1 Kleid. So steht es zumindest in der Beschreibung. Texturiert heißt, es hat so ein Strickmuster reingewebt. Also vielleicht kann man das ein bisschen erkennen. Das ist schwarz und 2 in 1 heißt einfach, dass hier oben so, als hätte man noch ein Hemd drunter, einfach so reingenäht ist. Also da ist nicht wirklich ein Hemd drunter, das ist nur der obere Teil. Und das sieht wirklich aus wie auf dem Bild, wie es in der Werbung dargestellt wird. Auch die Ärmel sind voll schön. Was man hier übrigens immer dabei hat, sind so kleine Fäden. Ich weiß nicht, ob das noch vom Nähen übrig ist oder so, oder ob das Zeug bei denen rumfliegt im Lager, ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall hier, ich finde es voll schön hier mit dem Umschlag. Das sieht auch gar nicht billig aus und es fühlt sich hier wirklich wie so ein ganz, ganz gemütlicher Sweaterstoff an. Also auch von innen sehr weich. Ich hatte das schon an vorhin. Als Marke steht hier immer Shein drauf und ich habe das jetzt in Größe M bestellt, weil ich da immer auf diese Größentabelle schaue, weil manchmal sind die Größen ein bisschen anders geschnitten. Da muss man gucken, ob Brustumfang, Taille und Hüfte, ob das dann auch jeweils immer passt. Und das habe ich jetzt jedes Mal auch kontrolliert, weil ich da keine Lust hatte, dass ich wieder ein Teil zu groß oder zu klein dann dabei habe. Hinten hat es als Verschluss so einen perlenartigen Knopf. Das ist natürlich keine Perle, sondern einfach nur Plastik. Sieht aber auch echt ganz hübsch aus. Genau, ihr seht es ja auf den Bildern, die ich dann gleich einblende, wie es getragen aussieht. Ich finde es wirklich sehr hübsch, es ist lässig, es ist aber auch ein bisschen schick und sehr, sehr gut für die Arbeit geeignet. Und das werde ich auf jeden Fall behalten. Jetzt lasst mich mal spicken, was es kostet. 15,66, aktuell reduziert von 31 tatsächlich. Und da muss ich sagen, Daumen hoch, sieht aus wie in der Werbung. Das nächste Teil, das ich mir bestellt habe, ist eine Bluse in Weiß mit so spitzen Ärmelchen.
So schaut die jetzt aus, wenn sie bei mir ankommt. Ich muss sagen, auf den Bildern hat sie mir besser gefallen. Sie hat hier vorne so ein, ja, das muss man sich halt dann nochmal richtig binden, ein Schleifchen vorne dran, ein großes einfach nur als Deko. Da siehst du es, es sind richtig große spitzen Löcher. Es ist quasi auch dann demnach sehr luftig. Hier vorne hat es einen Gummizug am Ärmel, das finde ich ganz gut eigentlich, dass sie nicht hochrutscht, dass sie schön da bleibt, wo sie hingehört. Hinten ist sie dann auch mit so einem, also das ist derselbe perlenartige Knopf dann wie bei dem anderen, ist es dran. Ich finde zum Beispiel die Naht hier hinten in der Mitte des Rückens nicht so ordentlich genäht. Hier, ja, sieht fast aus beinahe, als hätte man es selber genäht. Insgesamt ist es ein sehr billiger Stoff. Sehr, sehr billig. Also total Plastik hoch 10. Kostet 13,19 € und ist also komplett durchsichtig auch. Gell? Also das sieht man jetzt hier. Da muss man auf jeden Fall einen Top drunter ziehen. Dann geht's aber. Es riecht auch sehr arg nach Plastik, muss ich sagen. Irgendwie gefällt es mir auf den Bildern aber einfach besser, als es in echt dann an mir aussieht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht ist es mir auch ein bisschen zu groß. Was habe ich denn dafür? Ah, hier habe ich tatsächlich XS bestellt. Okay, dann kann es nicht daran liegen, dass es zu groß ist. Keine Ahnung. Hier bin ich mir tatsächlich noch total unsicher, ob ich es behalten werde. Insgesamt so eine Art von Bluse gefällt mir immer sehr gut. Dann habe ich mir auch noch einige Handtaschen mitgenommen. Und die erste ist jetzt die hier. Das ist eine rosane kleine, ja, Ausgehtasche sozusagen für 7,42 €. Also krasser Preis, ohne Schmarrn. Für den Preis kriegt man bei uns gar nichts. Ich finde diese Tasche echt ganz süß. Man sieht es natürlich einfach am Verschluss, dass es wirklich günstig ist. Die Nähte hier sind aber recht ordentlich verarbeitet. Sie riecht auch etwas nach Plastik, aber es geht schon noch. Was mir gar nicht gefällt, ist hier oben, wie es verarbeitet ist am Henkel. Das ist halt total unordentlich, da guckt der Kleber noch raus. Okay, das kann man bestimmt abschneiden, aber es ist halt schade, dass hier so ein Cut ist. Sie hat hier noch so ein Umhängegurt, das finde ich immer ganz praktisch für unterwegs, für die Städtetour oder für den Ausgehabend, weil keiner hat Lust, das die ganze Zeit so in der Hand zu tragen. Und innen drin, holen wir erstmal den Mist raus. Innen drin hat sie sogar 2 Fächer. Das finde ich super praktisch. Und in der Mitte nochmal ein kleines Reißverschlussfach, wo man auch einfach nochmal Make-up oder Mädchenkram verstauen kann. Die Verarbeitung insgesamt ist ziemlich bedürftig. Aber für den Preis kann man nichts anderes erwarten. Das Täschchen ist sogar nur wirklich, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber wirklich nur oben festgenäht. Unten ist es locker und sehr beweglich. Aber es ist trotzdem toll, dass es 2 Fächer hat. Und es ist, also außen ist es sehr fest. Das heißt, es steht von alleine ganz gut. Hat einen stabilen Boden, das finde ich praktisch, weil man sie dann einfach schön hinstellen kann. Sehr hübsche Tasche, gefällt mir gut. Ich mag die Farbe einfach total gern zurzeit und deshalb wird sie in meine Sammlung wandern, ja. Weil für den Preis, da ist auch nichts hin, wenn die nicht lange hält. Auf den Bildern hier in der Werbung sieht es tatsächlich von innen, also da ist so ein Bild nach innen rein, ein bisschen wertiger aus. Diese Innentasche sieht irgendwie aus, als wäre sie viel stabiler oder so, als sie tatsächlich ist. Oben von dem Henkel, das sieht man gar nicht so richtig jetzt, keine Draufsicht, aber ansonsten muss ich sagen, sie sieht aus wie in der Werbung. Genauso ist sie bei mir angekommen und deshalb bin ich da auch begeistert. Was mir auch aufgefallen ist während der Bestellung, weil ich gucke immer gerne ein bisschen öfter, dann gucke ich mal mit dem Handy rein und dann bin ich am PC und schaue nochmal rein und schiebe das dann alles auf meine Merkliste quasi. Dann ist mir aufgefallen, als ich eingeloggt war mit dem Handy, habe ich andere Preise angezeigt bekommen als dann, wo ich mit dem PC reingegangen bin und nicht eingeloggt war. Da war das dann alles ein bisschen teurer. Also ich weiß jetzt nicht, ob das, weil die wussten, dass ich schon öfters reingeschaut habe, dass sie dann so ein paar Sachen reduziert haben. Ich weiß es nicht. Es war derselbe Tag, ich habe es dann nicht glauben können, habe dann auf mein Handy geschaut, anderer Preis. Also deswegen echt heftig. So, dann noch eine weitere Tasche. Die ist jetzt ein bisschen größer.
Da dachte ich mir, ja, mal einfach so ein Shopper-Bag, wenn man unterwegs ist, wo auch mal eine Flasche zu trinken reinpasst. Aber die gefällt mir gar nicht. Da war ich aber schon skeptisch, als ich sie bestellt habe. Die kostet knapp 12 Euro und ist reduziert von 16 Euro. Ich mag diese Steppoptik gerne, sie ist auch schön weich. Aber was mir hier gar nicht gefällt, sind die Henkel. Weil schau, wenn ich die um die Schulter hängen will, dann fällt immer dieser eine Henkel runter. Also das hält überhaupt nicht. Ist natürlich jetzt die Frage, ob sich das dann noch in Form biegt oder so, aber sonst insgesamt finde ich, ist sie auch einfach zu klobig und hat nicht wirklich eine schöne Form. Deshalb ist es jetzt nichts. Aber was ich ganz schön finde, ist das Innenfutter. Also da haben sie sich gut Mühe gegeben. Das ist wirklich mit Liebe zum Detail gemacht. Ja. Sie hat keine mehreren Fächer, sie hat aber hinten, hier sieht man es, nochmal ein kleines Täschchen mit Reißverschluss und hier auch nochmal ein Reißverschlusstäschchen. Aber ansonsten keine Fächereinteilung. Ist auch von unten einigermaßen stabil, hat hier kleine Füßchen. Das finde ich ganz nett, wobei ich da jetzt Bedenken hätte, dass es gleich wieder abfällt. Ansonsten sieht sie eigentlich aus wie in der Werbung, bis auf die Henkel. Aber das habe ich jetzt auch gerade entdeckt. Auf dem Bild verknoten die Henkel so und stellen sie dann so hin. Und das täuscht dann natürlich einfach. Das gibt einen falschen Eindruck, als ob die Henkel von alleine oben bleiben. Dabei tun sie es gar nicht. Naja, deswegen für mich jetzt hier mal ein Flop. Dann habe ich dieses Shirt, das ich jetzt gerade schon anhabe. So habe ich bestellt. Das ist wirklich total eng. Also hauteng, das mag ich aber gern, dass es wirklich schön anliegt. Das kann man gut drunter ziehen und es fühlt sich so gut an. So richtig schön weich und geschmeidig und schmeichelig. Das hat hier mehrere Druckknöpfe dran. Kann man sehen, also die sind wirklich so nur zum Drücken. Das finde ich auch ganz praktisch. Und das kostet 8,24 Euro. Ich habe das in der Größe M bestellt und ich muss auch sagen, es ist perfekt so. Es hätte keinesfalls enger sein dürfen. Und das ist halt bei so Shops immer ein bisschen das Problem, dass man nicht sagen kann, ich trage immer S, deswegen bestelle ich S. Immer die Größentabelle anschauen. Dann noch eine Bluse in der Größe S in hellblau. Und die hat mir so gut gefallen, weil die so kleine Puffärmelchen hat. Also richtig weite Ärmel und dann hier figurbetont ist. Sie hat hier 2 Abnäher dran und ja, dadurch macht es auch ein bisschen Figur. Insgesamt ist es okay getragen. Es hat auch hinten Abnäher. Es hat hier seitlich einen kleinen Reißverschluss, da, dass man besser reinkommt. Ja, insgesamt muss ich sagen, es sieht aus wie auf den Bildern tatsächlich. Es ist aber auch pures Plastik und es ist komplett durchsichtig. Da sieht man es, wie meine Uhr durchkommt. Also das geht auch gar nicht ohne nochmal Top unten drunter. 10,71 Euro kostet das. Und ja, was meint ihr dazu? Steht mir das? Soll ich das behalten oder nicht? Also also man muss es auf jeden Fall in die Hose reinstecken, finde ich, weil sonst sieht es gar nicht gut aus. Dann ein Teil, wo ich mir schon dachte, dass es einfach bombig ist. Und das ist es auch. Es gefällt mir wirklich so, so gut. Kostet 13,85 Euro. Das ist echt der Wahnsinn. Ah ne, jetzt hier, wenn ich draufklicke, kostet jetzt aktuell wieder 19 Euro. Das ist ein Mantel. Auch wieder in rosa und ich stehe auf dieses altrosa, Babyrosa nicht, eine Mischung aus alt und Babyrosa würde ich sagen. Das ist ein Mantel, der ist hier vorne ganz locker und nur mit so einem Gürtel zu binden, also der hat keine Knöpfe oder so. Größe S habe ich hier genommen und der, finde ich, passt auch voll gut und sieht einfach super lässig aus. Auch das ist natürlich einfach nur total Plastikstoff, gell? Also das ist jetzt nichts Hochwertiges. Schön ist, dass er Taschen hat. Auf jeder Seite eine Tasche, das ist ganz gemütlich, um einfach mal seine Hände da abzulegen oder auch um sein Handy da zu verstauen. Also das finde ich ganz cool. Für den Frühling stelle ich es mir gut vor oder einfach nur so für drinnen als Überziehjacke quasi. Also auch im Winter dann als Überziehjacke. Fühlt sich ganz gemütlich an eigentlich, also ich finde den recht schön. Und ja, ich weiß, es sind keine hochwertigen Stoffe und ich bin auch jemand, der gerne hochwertige Sachen kauft. Aber gerade bei sowas, bei so Trendprodukten, braucht man jetzt nicht dafür 100 Euro ausgeben, wenn es einem nächstes Jahr vielleicht eh nicht mehr gefällt. Deswegen kaufe ich sowas wirklich gerne günstiger, also so trendige Sachen. Und es gibt auch noch eine weitere kleine Handtasche.
die mir auch wirklich so gut gefällt. Ich mag die Henkel, die hier in Gold und Schwarz gehalten sind. Also das ist immer so mein Ding. Hinten ist sie ganz glatt. Unten auch schön stabil, dass man sie schön hinstellen kann. Sie hat auch einen Umhängegurt, der größenverstellbar ist. Das finde ich sehr praktisch. Und innen drin hat sie keine Einteilung. Sie hat aber hier seitlich ein kleines Fach sozusagen. Ansonsten alles nur ein großes Fach mit Reißverschluss aber oben. Das finde ich auch ganz gut. Und die gefällt mir echt auch voll super. Die hat, glaube ich, auch um die 7 Euro gekostet. Ich schaue gerade nochmal. Genau, auch von 10 Euro runter reduziert auf 7 Euro. Und sieht aus wie auf den Bildern. Also auch hier kein Reinfall, da haben sie wirklich nichts Falsches versprochen. Ich weiß, der Winter ist bald vorbei, aber ich wollte trotzdem nochmal warme Pullis bestellen. Und das hier ist jetzt einer in Grau, in Strick, der vorne so ein ganz großes Strickmuster drauf hat in der Mitte. Das gefällt mir gut. Es hat einen weiten Ausschnitt. Was ich aber gar nicht mag, ist der Geruch. Also es riecht wirklich eklig, wie es in diesen Billigläden so riecht. Und das ist schon ein Grund für mich, es nicht zu behalten eigentlich. Dann ist hier oben, ich weiß nicht warum, aber hier oben an der Schulter ist das Bappal dran. Das müsste man dann hier auch nochmal rausmachen. Der kostet so um die 16 Euro. Ist okay für den Preis, aber auch das fühlt sich nicht gut an, muss ich echt sagen. Deswegen wird er zurückgehen. Er sieht fast aus wie auf den Bildern, aber tatsächlich nur fast, weil auf den Bildern macht es hier einen Eindruck, als wäre es viel gröber gestrickt quasi. Also das ist es jetzt nicht. Es ist hier wirklich ganz engmaschig, also hier vorne nicht. Hier ist es tatsächlich ein bisschen gröber. Ja, die Musterung ist schön, aber mir gefällt dieser Geruch nicht. Dieser Billigheimer Gestank, wie es in diesen Ramschläden auch immer riecht sozusagen, gefällt mir nicht. Ich finde auch nicht, dass er so eine schöne Figur macht. Natürlich, XXL-Pullis sollen noch ein bisschen lässiger aussehen, ein bisschen lockerer sitzen, aber der sitzt halt irgendwie nicht so, gar nicht so. Und noch ein zweiter Pulli musste mit. Das ist der hier. Den möchte ich aber keinesfalls auspacken. Er stinkt so erbärmlich. Ich habe die Tüte dann aufgemacht. Ich konnte nicht. Ohne Schmarrn. Es riecht einfach nur vergammelt wie eine Kloake. Ich weiß es nicht, was mit dem Pulli passiert ist. Es ist widerlich. Deswegen lasse ich den einfach direkt zu. Ich will den auch überhaupt nicht anprobieren. Meine Hände haben dann schon gestunken. Also ohne Schmarrn ist das jetzt keine Übertreibung. Ich bin normalerweise auch nicht so horkelig. Also das geht schon. Aber der stinkt. Unglaublich. Aber ich blende euch das Bild mal hier ein, wie er aussehen soll. Jetzt schaue ich nochmal, was der kosten sollte. Das, 11 Euro. Wenn ich jetzt draufklicke, dann ist er jetzt wieder bei 14 Euro. Also die Preise ändern sich irgendwie ständig hier. Ja, so rein optisch, ganz lässig eigentlich, sieht sportlich aus. Dann habe ich noch Turnschuhe bestellt. Das sind jetzt schwarze Turnschuhe in der Größe 39. 26 Euro, die jetzt aber wieder bei 32 Euro sind. Und die sind hier so ausgeschnitten. Siehst du es hier? Die haben hier überall kleine Löcherchen drin. Was mir aber gar nicht so klar war jetzt von den Bildern, ja, okay, man kann es ja ahnen, wenn man es weiß vielleicht, dass die so glitzern. Und das ist das, was mir überhaupt nicht gefällt, dass hier so kleine Strasssteine draufgeklebt sind. Das sieht man natürlich auch nur, wenn man es dann bewegt oder wenn man es von ganz nah anschaut. Und das gefällt mir nicht. Insgesamt, dieses Cutout hier an den Turnschuhen gefällt mir gut. Und man sieht das Glitzer ja von, oder diese schwarzen Strasssteine sieht man ja auch gar nicht so arg von der Ferne. Also ich hätte ihnen eine Chance gegeben, allerdings sind sie super unbequem. Und sowas kann ich nicht gebrauchen, gerade wenn ich mir Turnschuhe kaufe. Die sind halt hier total hart und auch ein Tucken, ja, sehr schmal einfach seitlich, dass es für mich halt sehr unbequem wird. So von der Form jetzt her, und wenn das Glitzer nicht wäre, dann finde ich, sind das echt coole Schuhe. Dann gefallen die mir auch ganz gut. Dann habe ich noch ein paar Turnschuhe bestellt, die von den Bildern her sehr bequem ausgesehen haben. Grau mit Silberstreifen vorne und hinten. Ja, die Sohle sieht auch schon sehr bequem aus, aber die ist so unbequem. Und ich hatte echt Probleme auch reinzukommen, weil die so schmal geschnitten sind. Das ist nichts für meine Füße. Ich habe nicht so breit Füße eigentlich, aber keine Ahnung, ich hatte wirklich große Probleme da reinzuschlüpfen.
Ich habe sie bestellt, weil die sehen aus wie ein Dupe von denen, ich glaube, das sind Armani oder Guess. Nagel mich jetzt nicht fest, ich habe sie letztens erst im Laden angehabt und die sehen wirklich fast so aus. Also auch dieser ganz glatte Stoff hier, gepaart mit Glitzer und einfach stylische Alltagsschuhe. Und die waren so bequem, so monsterbequem, aber dementsprechend auch so monsterteuer. Und es sind ja nicht Schuhe, die man ständig anziehen kann. Die sind halt einfach ein bisschen anders. Deshalb habe ich sie mir nicht gegönnt. Habe die jetzt bei Shein entdeckt. Totaler Dupe und deshalb direkt bestellt, aber sie gefallen mir nicht. Sie sind super, super unbequem, wenn man dann mal reingekommen ist. Total hart, obwohl sie so viel Sohle haben, aber die sind überhaupt nicht weich gepolstert. Und was mir auch nicht gefällt, normalerweise, also bei denen war das so, dieses Silber ist ein ganz glatter Glänzi-Stoff quasi. Glatt und ganz geschmeidig. Und hier ist es wirklich so aufgesprühtes oder aufgeklebtes Glitzer. Wenn man drüber streicht, dann hat man auch das Gefühl, das bleibt alles an den Händen kleben und das gefällt mir gar nicht. Aber es kommt jetzt in der Kamera nicht so rüber, wie es in echt ist. Also die haben mir auf den Bildern besser gefallen tatsächlich. Für 19 € habe ich die bestellt und kosten jetzt wieder 24. Und das letzte Teil, da habe ich wirklich lange überlegt, ob ich es überhaupt bestellen soll, weil ich mir nicht sicher war von den Fotos her, wie es denn wohl aussieht. Das ist eine Handtasche für 7,42 € und der Preis ist sogar immer noch derselbe. Ich hoffe, es ist auch noch immer noch dasselbe, wenn ich das Video online stelle. Und das ist diese hier. Die gefällt mir aber richtig gut. Das ist halt eine Handtasche, die hat hier einfach nur so einen Druckverschluss quasi mit einem Magneten. Kein Reißverschluss und die ist auch nicht fest. Das heißt, sie hat ihre Form, die sie dann einfach ausdehnen kann. Sie steht auch nicht wirklich. Also wenn man sie jetzt so abstellt, dann fällt sie so ein bisschen in sich zusammen. Das finde ich aber ganz okay für so eine Art von Tasche. Die Henkel sind hier doppellagig. Trägt sich sehr, sehr bequem. Sehr bequem, bleibt auch gut an Ort und Stelle. Und das Einzige, was mich jetzt hier stört, ist der Geruch. Also es riecht sehr nach Plastik, sehr extrem. Ich hoffe halt, dass dieser Geruch irgendwie weggeht dann. Und das hier war so ein Dreier-Set. Das kennt ihr bestimmt auch von diesen Shops. Da haben die öfters so Set-Angebote. Und hier ist dann noch so ein Täschchen mit dabei, auch mit Magnetdruckknopf. Passt nicht wirklich viel rein. Und noch dieses hier. Ah, noch eins sogar. Oh, ein Vierer-Set. So eine Größe und dann noch so eine Größe. Das ist eine gute Shopping-Tasche. Im Vergleich zu den Werbefotos muss ich sagen, dass sie auf den Fotos tatsächlich hochwertiger aussieht und die Henkel vor allen Dingen, da sieht man jetzt nicht, dass es so zwei gespaltene einzelne Henkel sind. Gefällt es mir einfach total gut, auch wenn sie jetzt nicht so hochwertig angekommen ist, wie sie auf den Bildern aussieht. Ja, puh, das war jetzt richtig viel und das Video ist auch ziemlich lang geworden, aber das war meine Haul, die ist jetzt zu Ende. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, der Vergleich von Realität zur Werbung ist gut bei dir angekommen und hat dir ein bisschen was gebracht bei deiner Entscheidung. Ich verlinke dir die Produkte unten in der Infobox und meine Sachen halt, falls du da was Bestimmtes nachkaufen willst oder anschauen willst. Und dann also freue ich mich auf jeden Fall, dass du bis hierhin dran geblieben bist und ich freue mich sehr, wenn du nächstes Mal wieder einschaltest. Bis dahin, tschüss!